Leichtathletik ist vielfältig. So vielfältig, dass das Alter keine Rolle spielt. Der 1942 in Ostberlin geborene Harry Dobbert ist ein Beispiel dafür. Seine Begeisterung für die Sportart zeigte sich schon in jungen Jahren und wuchs mit seiner polizeilichen Laufbahn weiter. Leichtathletik bedeutet für ihn eines: Fairness. Ich bin gerne Fußballspieler gewesen. Ich spiele auch heute noch Volleyball und Fußball. Aber Leichtathletik war für mich, wenn ich dazu sagen darf, die fairste Sportart. Ob man Boxer ist oder Turner oder Eiskunstläufer, man ist abhängig von Punkten oder Werten. Während in der Leichtathletik alleine die Leistung zählt, da werden also die Leistungen entweder in Metern oder in Sekunden gemessen. Und das fand ich schon immer sehr fair, zumal auch Leichtathletik aus meiner Sicht der natürlichen Bewegung am nächsten kommt: Laufen, Werfen, Springen. Und das kann man überall ohne großen Aufwand, also man kann es ja überall betreiben. Doch Leichtathletik allein hält ihn nicht fit. Mit stolzen 76 Jahren hat auch Harry Dobbert schon ein Leben voller Erfahrungen hinter sich. Eine davon sind die Olympischen Sommerspiele 1972. Beim Münchner Olympia-Attentat trat er jedoch nicht als Sportler in Erscheinung, sondern als Polizist. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich war auf der Stube und da kam jemand rein von der Münchner Polizei und fragte uns, ob wir bereit wären, auf Menschen zu schießen. Und ich muss dazu erwähnen, das war zu der damaligen Zeit eigentlich für einen Polizisten undenkbar. Wir durften nur schießen, um jemanden fluchtfähig oder kampfunfähig zu machen, der uns angreift. Und da waren wir gehalten, von der Gesetzeslage her nur auf Arme und Beine zu schießen. Ich war damals ein junger Mann mit 30 Jahren, habe natürlich einen Moment mit mir gekämpft und habe dann gesagt, ja, ich wäre bereit, das für mich damals Unmögliche zu machen, also auch auf Menschen zu schießen, um andere Menschen zu retten. Doch mit steigendem Alter leidet der Körper stärker unter Belastungen. Nach einer schweren Bandscheiben-OP wurde ein Darmdurchbruch bei Harry Dobbert festgestellt. Dadurch war er gezwungen, für mehr als ein halbes Jahr eine Pause einzulegen. Heute ist er froh, überhaupt noch Sport treiben zu können. Ich bin nach einer geglückten Bandscheiben-OP sehr schwer krank geworden und dann wurde nachts festgestellt, ich hatte einen Darmdurchbruch. Ich wäre also zu Hause wahrscheinlich, nächsten Tag sollte ich entlassen werden, werde ich wahrscheinlich nicht mehr zu den Lebenden zu zählen. Ich darf mal ein Bild zeigen, so sah ich nach meiner OP aus, war ein Schnitt von 34 cm. Zeigt das zweite Bild, ich hatte dann einen künstlichen Darmausgang mit einem Beutel da dran. Gott sei Dank wurde der mir nach einem halben Jahr entfernt. Und jetzt zeige ich ein Bild nur für starke Nerven. Ich warne daher, so bin ich entlassen worden. Das musste ich dann zu Hause selber mit Medikamenten und mit Wasser pflegen. Das war 2013, jetzt schreiben wir das Jahr 2018 und ich treibe wieder aktiv Sport. Und das ist für mich eigentlich der größte sportliche Erfolg, dass ich nach so einer Verletzung und Krankheit wieder aktiv Sport treiben kann und sehr wieder Berlin-Brandenburgischer Meister mehrmals oder auch sehr bei Europameisterschaften einen 3. Platz belegt habe. Für mich ist wichtig, dass ich selbst altersgerecht Leistungssport zu treiben. Und mein Ziel ist es, das noch möglichst lange durchzuführen und noch was Persönliches als Anmerkung, dass ich noch möglichst lange Zeit mit meiner Frau verleben darf.